Herr Plackhoff, Sie haben ein zweibändiges Werk geschrieben mit dem Titel Das Leib-Seele-Problem im Lichte der Nahtoderfahrungen. Können Sie diesen Begriff Leib-Seele-Problem kurz erläutern? Das Leib-Seele-Problem ist ein Komplex, der uns gut 200 bzw. 2500 Jahre schon beschäftigt. Im Prinzip hat sich die Diskussion, ich will mal sagen, in den letzten 500 Jahren etwas intensiviert. Es klingt erstmal sehr kompliziert, ist es aber gar nicht. Das Leib-Seele-Problem beschäftigt sich, wie der Name sagt, mit dem Leib, mit dem Körper und der Seele, Geist oder Bewusstsein. Und es stellt dabei zwei einfache Fragen. Nach der Natur, also nach der Beschaffenheit von Körper und Seele oder Leib und Seele, und es stellt die Frage nach deren Beziehung. Also mal ganz konkret gesprochen, fragt das Leib-Seele-Problem, aus welchem Material besteht der Körper, aus welchem Material besteht der Geist und in welcher Form stehen sie in der Beziehung zueinander. Also bestehen Körper und Geist aus unterschiedlichen Materialien, dann stellt sich die Frage, wie können sie dann miteinander interagieren? Wie können sie miteinander sozusagen in Kommunikation treten, wenn noch das alles völlig verschieden ist? Und wenn es aus gleichem Material besteht, dann stellt sich die Frage, bringt der Körper den Geist hervor oder bringt der Geist den Körper eventuell hervor? Und man kann natürlich dann noch postulieren, es gibt vielleicht ein Material, eine Substanz, die in der Lage ist, beides hervorzubringen. Und entsprechend kann man aus diesem verschiedene Positionen ableiten. Also da gibt es diejenigen, die sagen, es ist alles Materie, die Materialisten. Ja, dann gibt es andere, die sagen, nein, nein, alles ist Geist, das ist nur das einzig Reale, das sind die Idealisten. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nein, Körper und Geist, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, das sind Dualisten. Und dann gibt es eben die, die sagen, es gibt eine Substanz, die beides hervorbringen kann, eine neutrale Substanz, das sind die neutralen Monisten. Dann gibt es andere, die sagen, das ist alles viel zu kompliziert, das kann man alles gar nicht wissen, das sind die Agnostiker. Und dann gibt es noch zum Schluss diejenigen, die sagen, dieses Problem gibt es gar nicht, sondern es entsteht aus der Sprache heraus. Und das sind dann die Sprachphilosophen. So erstmal in aller Kürze dieses Leib-Seele-Problem. In welcher Beziehung setzen Sie das Leib-Seele-Problem zu den Nahtoderfahrungen? Es ist so, bisher wurde versucht, auf verschiedene Art und Weisen dieses Problem zu betrachten und zu lösen. Man kann es rein naturwissenschaftlich angehen, man kann es, ich will mal sagen, geisteswissenschaftlich angehen oder einen anderen Weg wählen. Und ich habe mich gefragt, können vielleicht Nahtoderfahrungen uns etwas beitragen, etwas sagen, um dieses Phänomen zu lösen? Und genau aus diesem Blickwinkel wurden diese zwei Bände dann aufgeschrieben. Alles aus dem Blickwinkel der Nahtoderfahrung. Was war Ihre Motivation, sich so intensiv mit diesem Thema zu befassen? Wie begann das? Das Motiv war, ich will mal sagen, eine Begegnung, die vor kurz, so sagen wir mal, 20 Jahren stattgefunden hat. Ich bin ja Facharzt für Arbeitsmedizin, mache also Vorsorge und Eignungsuntersuchungen und ich hatte die Begegnung mit einem Elektriker, der mir bei der Vorsorge sagte, er hätte einen Unfall gehabt, einen Stromunfall auf der Baustelle. Das kann durchaus mal passieren. Und dabei hat er eine außerkörperliche Erfahrung gemacht. Er hat sich also selber gesehen, es war Regen und er ist an ein Stromkabel rangekommen. Und als der Strom dann nach kurzer Zeit abgeschaltet wurde, sagte er mir, hatte er das Gefühl, dass er wie mit einem Gummiband wieder zurück in den Körper geschleudert wurde. Und ich hörte mir das an, er hatte es wahrscheinlich an meinem Gesichtsausdruck erkannt und sagte, jetzt halten Sie mich für verrückt, nicht? Naja, sagte ich, das ist schon eine ungewöhnliche Geschichte, die Sie hier erzählen, aber wir machen mal vielleicht Folgendes. Ich gehe mal in die Literatur und schau mal, ob ich irgendetwas finden kann
Und wenn ich etwas finden kann, dann erzähle ich Ihnen, was ich gefunden habe. Und wenn ich nichts finde, dann erkläre ich Sie für verrückt. Und haben Sie etwas gefunden? Ja, ich bin fündig geworden und wie Sie sehen, 20 Jahre dabei geblieben. Herr Plackhoff, was hat Sie so fasziniert, dass Sie 20 Jahre an diesem Thema geforscht und so ein umfangreiches Werk geschrieben haben? Nun ja, die Medizin, der wichtigste sozusagen Akteur in der Medizin ist ja der Patient, der Mensch, um den es geht. Und in der Medizin müssen wir uns schon fragen, was haben wir da eigentlich vor uns? Ein Klumpen denkender Materie oder etwas anderes eventuell? Also was ist der Mensch, ist die Frage. Und diese Frage soll und muss auch die Medizin beantworten. Die andere Motivation, also das ist die wissenschaftliche Motivation, die andere Motivation ist ganz einfach die, dass ich natürlich auch sterblich bin und gerne wissen möchte, wie es weitergeht und ob es weitergeht. Welches Publikum wollen Sie mit Ihren Büchern erreichen? Nun, ich denke da an allererster Linie an suchende Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, was sie suchen, aber auf der Suche sind. Ich denke auch an die Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, dass ihnen etwas im Leben fehlt, etwas Wesentliches, um ein erfülltes Leben führen zu können. Ich denke auch an Menschen, die das Gefühl haben, dass sie wie in einem Traum leben und gerne irgendwie aus diesem Traum aufwachen möchten, aber nicht wissen, wie. Und auch Menschen, an die denke ich natürlich auch, die sich fragen, wer bin ich? Was bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was ist der Sinn meiner Existenz? Warum bin ich überhaupt hier? Und nicht zu guter Letzt natürlich auch habe ich die Menschen im Blick, die sich fragen, was diese Welt im Innersten zusammenhält. Also das sind eigentlich die Menschen, die ich im Blick habe. Also können die Leser doch viele Erkenntnisse aus ihren Büchern gewinnen. Das ist der große Vorteil. Jeder, der die Bücher liest, kann in wenigen Wochen sich das aneignen, wozu ich 20 Jahre gebraucht habe. Zeigen Sie mit Ihrer Forschungsarbeit einen Lösungsweg auf, wie das Leib-Seele-Problem beantwortet werden kann. Es ist ein guter Weg gewesen, weil eine völlig neue Position im Leib-Seele-Problem entstanden ist, wenn man das Leib-Seele-Problem aus dem Blickwinkel von Nahtoderfahrungen betrachtet. Also es hat sozusagen gefruchtet, es hat eine Frucht hervorgebracht, eine völlig neue Position, die es vorher nicht gab. Wo stehen wir heute in der Nahtodforschung? Welche Methoden wird es möglicherweise in Zukunft geben? Wir haben erstmal gut 40 Jahre Nahtodforschung hinter uns und wir haben ein sehr ordentliches Material, Studien erarbeiten können. Wir haben Studien, die sind erarbeitet worden direkt am Krankenbett und dann haben wir Studien, wo das nicht notwendig war, die sozusagen außerhalb des Krankenbettes gemacht wurden. Und das ist eine ordentliche Zahl. Also wenn wir allein die Studien zusammenziehen, die am Krankenbett gemacht wurden, kommen wir auf über 750 Patienten, die da untersucht wurden. Und wenn man sozusagen die noch mit reinnimmt, die eben nicht am Krankenbett gemacht wurden, da sind es über 3000. Also wir haben eine sehr, sehr gute Basis. Und wo wir stehen ist, wir wissen, dass Nahtoderfahrungen tatsächlich existieren. Man hatte ja vorher gedacht, das sei irgendwie so ein Gespenst, irgendwie etwas, was gar nicht existiert. Nein, also an dem Punkt sind wir. Das bezweifeln auch nicht Skeptiker. Wir sind an dem Punkt, dass wir sagen können, ja, Nahtoderfahrungen gibt es. Es stellen sich aber zwei Fragen und die sind offen geblieben. Es stellt sich die Frage nach der Deutung. Was sind Nahtoderfahrungen? Für die einen sind es Hirngespinste, einfach Streiche, die einem das Gehirn in den letzten Sekunden des Lebens spielt, bevor es sich endgültig abschaltet. Und für die anderen sind es Jenseitserfahrungen. Und es stellt sich natürlich die Frage nach der Ursache. Das ist ein bisschen paradox. In 40 Jahren
über 40 Jahren Forschung, haben wir herausgefunden, was nicht die Ursache von Nahtoderfahrungen sind. Aber was die Ursache ist, das wissen wir immer noch nicht. Also da müssen wir noch weiter dran arbeiten. Und was die Methoden anbelangt, da sind es vor allen Dingen die bildgebenden Verfahren, die in Zukunft sicherlich eine dominierende Rolle spielen. Wobei man sagen muss, wenn man offen und ehrlich ist, wir haben noch nicht mal sozusagen die alten Methoden ausgeschöpft. Also da sollten wir auch erstmal ran, bevor wir dann die neuen oder andere Methoden zur Anwendung bringen. Welches sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse Ihrer Forschungsarbeit? Also nach gut 20 Jahren Forschung, Nahtodforschung, würde ich sagen, bin ich zu 3 Ergebnissen gekommen. Erstens, der Mensch ist mehr als nur sein Körper. Zweitens, das Leben ist kein Zufallsprodukt. Und drittens, es gibt einen Schöpfer. Sie haben gesagt, dass das Leben nicht per Zufall entstanden ist. Wie können Sie das begründen? Das ist mathematisch sozusagen zu belegen. Sir Roger Penrose, ein britischer Professor für theoretische Physik und Mathematik, hat sich genau diese Frage gestellt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben durch Zufall entstanden sein könnte? Und er hat eine Zahl ausgerechnet, die diesen Weg oder diese Option komplett ausschließt. Das Leben ist kein Zufallsprodukt. Man kann die Welt nicht aus sich selbst heraus erklären. Das ist nach dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung auszuschließen. Und es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist das Leben durch Zufall entstanden, das kann man mathematisch ausschließen, oder es gibt einen Schöpfer. Was dazwischen gibt es nicht. Gibt es aus Ihrer Sicht einen medizinischen Hinweis, dass es eine Seele geben könnte? Den gibt es in der Tat. Wir haben ja früher immer geglaubt, dass das Gehirn sozusagen die oberste Integrationsinstanz ist. Das heißt, die Instanz, die den Körper zusammenhält. Deshalb reden wir von Integration. Und spätestens seit es hirntote Menschen gibt, wissen wir, dass dem nicht so sein kann, weil auch Hirntote noch Zeichen von körperlicher Integration aufweisen. Also beispielsweise bei hirntoten Patienten funktioniert das Immunsystem noch völlig. Sie können Fieber entwickeln. Sie können auch Zellabfallprodukte abbauen beispielsweise. Sie können ihre Körpertemperatur selbstständig regulieren. Und Frauen können sogar, wenn sie schwanger sind, hirntote Frauen Kinder noch austragen und gebären. Und Kinder können als Hirntote noch körperlich reifen, auch sexuell. Also wir haben jede Menge an Hinweisen, dass hier noch Integrationsfunktionen stattfinden, dass der Körper sozusagen organisiert ist. Also wenn das Gehirn ausfällt, ja, dann stellt sich die Frage, was ist es denn dann, was diesen Körper noch zusammenhält? Und da muss man sagen, da bleibt nur als Lösung, es muss eine Seele geben. Wir können sie zwar nicht wissenschaftlich in dem Sinne im Bild festhalten oder sie nachweisen, aber wir können logisch, empirisch und auch durch klinische Erfahrungen daraus schließen. Weil wenn es nicht das Gehirn ist, was ist es denn dann? Wohl kaum die Lunge oder die Niere oder die Leber. Das können wir, glaube ich, ausschließen. Also es muss eine Instanz geben, die über dem Gehirn hinaus noch diesen Körper zusammenhält. Weil sonst wäre er nur noch eine Ansammlung von Atomen und Molekülen. Wenn Sie von Seele sprechen, wie sollen wir uns diese Seele vorstellen? Wir haben ja verschiedene Dinge, die wir ein bisschen auseinanderhalten müssen, wenn wir sozusagen das Geistige betrachten. Wir haben einmal das Bewusstsein, wir haben die Psyche, die sozusagen das Fühlen und Erleben und die Verarbeitung dieser ganzen Wahrnehmungen übernimmt. Wir haben den Geist, der ist Träger des Lebens, der ist Träger des Ich und des Willens und auch der intellektuellen Funktion. Und dann haben wir die Seele.
Und die ist ein geistiges Prinzip, eine Kraft, wenn man so möchte, die auf nichts Irdisches, also ein irdisches Ding oder irgendeine Kraft reduziert werden kann. Die Seele ist sozusagen die Wurzel des Geistes in Gott, die ihn dort verankert. Herr Plackhoff, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.